Tja, wir machen da postwendend weiter, nachdem wir den abgecheckt haben. Und was ist geschehen? Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Naja, das Ganze war jetzt so. Er hat um 6:30 die Thermen aufgemacht. Ja. Und da in das Kohlenbecken eben nachgeschaut und hat Handtücher verteilt. Ja. Naja, und dann haben sie mich schon gefunden. Gab es andere Besucher. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Zwei Sachen sind schon wieder aufgegreift. Philips hat heute Morgen um 7:30 auf der Post ein Telegramm aufgegeben. Naja, könnte auch interessant werden. Ich habe die schlechte Angewohnheit beim Spielen ein bisschen was zum Fressen, aber belebte Sinne, Messino. Wir müssen jetzt eigentlich zum Sanatorium. The steam room. Zum Teil, also eigentlich The changing room. Adapterium. So, nochmal. Nochmal. Können wir die These Kleider. clothes belong to one of the suspects from the steam room. Kleidung. Clothes belonging to one of the suspects. Eigentlich relativ modern eingerichtet. Schöne Fliesen, Bodenfliesen. Handtuch. Expensive clothes Schon wieder belonging Kleider. to one of the men from the steam room. Ein sehr gescheiter Mensch, der Sherlock Holmes. Oh, so also. Ja, der wird ja. Der ist auf Flaschen oder was sein. Schwer zu erkennen. Eine Lampe ist das, ich schätze mir auch. Eine Öllampe. Scheiß mir, oder? Naja, könnte noch wichtig werden. Champagnerflasche. An ice bucket to keep the champagne chilled.
champagne for a special occasion. Der Korken ist auch wichtig. Unopened, it was intended to be enjoyed after the steam session. Ja, wie gesagt, man kann natürlich das Ganze drehen. Ein Korken. Haben wir sich angeschaut. Das hätte ich gehört. Ja. Man kann sich selbstverständlich auch die Henkel anschauen. Selbstverständlich. Aber sonst ist da nichts mehr. Gut, dort müssen wir erfragen. Eine ungeöffnete Champagnerflasche und ein Eisbehälter, die im Umkleideraum der Therme gefunden wurde. Ja, wenn er da keine Saunaparty gefeiert hat. Naja, warum nicht? Ja, aber Leute, trinken darf ich schon noch was. Was müssen wir noch? Gut, da haben wir sich eigentlich alles angeschaut. Von wo sind wir eigentlich gekommen jetzt? Von da eigentlich, gell? Rein theoretisch. Das heißt, gehen wir mal da rein. Am Tatort des Geschehen. Check's mal dich. Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Ich meine, gut, wir haben schon ärgere Sachen gesehen als wie diese Leiche. Ich meine, gut, also, was haben wir da mal? Da haben wir mal, bevor man sich die Leiche zuwendet, einmal sollte man sich das The Gitter grid mal, cannot be removed. The grid cannot be removed. ja, geöffnet wird. Ja. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Ja, sehr gut. Mr. Holmes? Reden darf er jetzt noch nicht. Aber mal zum Kohlebecken. The brazier is still burning. The heat here is extreme. Oh, da wird er gleich mal It Kohlebecken. is too hot. I cannot reach into it. Geschmolzenes Metall. I will need something to pick up this melted metal. Gleich mal auffallen. Kohlebecken. Ja. Der geht da nicht die Wimpel zum Zucken zu wie. Brille. Wird er gleich mal der One Sprung. lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Durch die Hitze. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Da das dicke Glas. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Gut, also wir haben da mal schon zwei Faktoren. Die Brille, das Metall. Wie könnten wir das da und das der Dampfheber. Und würde vielleicht noch nicht so, wenn wir mal zur Leiche gehen. Was haben wir da? Blut. So, wenn wir die Leiche mal untersuchen.
Ja, es ist halt leider jetzt das Problem. Die Leiche werden wir jetzt damit untersuchen. Problem keine Sorge. Dann werden wir so einmal untersuche das Gesicht. Naja, wir haben schon ärgere Sachen gesehen, Leute. Also es ist nicht There was so. only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Das erste Mal, dass wir sowas sehen. Man hat ihm das rechte Auge faktisch ausgestochen und ist bis zum Hirn vorgedrungen. Ja, also das ist ein Wahnsinn eigentlich. Rechte Hand. Nochmal das Blut. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Also das Blut, das am Körper runtergelaufen ist, hätte nicht so stark bluten dürfen. Rechte Hand. Er dürfte einen Ringfinger gehabt haben. Schmutz. Some dirt or earth. I'll take a sample. Haben wir eine Blut oder analysieren. Eine Probe des Schmutzes, der unter sehr rotes Fingernagel steckte. Da werden wir sicherlich mit Sicherheit dann einmal ins Büro fahren. Das analysieren. Ringfinger. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Das hat einmal muss er abgenommen haben, ist ja ganz klar. Es ist ganz klar. Und dann noch das The Handgelenk. death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? The weapon is nowhere to be found. Tja, Leute. Und da sehen wir uns im nächsten Video wieder. Okay. Tschüssi. Ciao.